Ich habe immer noch die pädagogische Ausbildung auch in Erwägung gezogen und habe nachher aber immer beides gleichzeitig gemacht. Also ich habe nachher wie noch weiter Pädagogik ein Jahr gemacht und nachher erst das Propedeutikum. Und nachher im Propedeutikum das Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien, sich nur so dem widmen, Neues ausprobieren, würde ich sagen, ist wie so der erste ausschlaggebende Punkt, dass ich so einmal, ich will an eine Kunsthochschule. Nachher, wo es so darum ging, sich für Kunsthochschulen zu bewerben, weiss ich genau noch, wie die jetzige Studiengangsleitung dort auftreten ist und sich präsentiert hat. Und mir war das mega sympathisch mit einem 24-Stunden-Aufnahmetag. Mega fest die Verantwortung bei einem selber ist. Und es ist weniger so ein ich muss wie unter Druck mega viel geben und nachher wird entschieden, ob ich aufgenommen werde oder nicht, sondern ich kann wie machen, was ich will. Und das kann mega unterschiedliche Formate haben. Der 24-Stunden-Aufnahmetag war eigentlich recht ausschlaggebend nachher auch. Ich habe das einen mega genialen Tag gefunden und der ist immer noch mega in Erinnerung. Da gibt es wie Räume, wo man halt mega selber verantwortlich ist und was man dann mit diesen Räumen macht, das ist wie einem selber überlassen und das ist eine mega grosse Verantwortung und man kann sie wie nehmen oder nicht. Und das ist so halt auch mega das Wechselspiel von wo einem selber überlassen ist und wo mega Energie mega viel Energie braucht. Aber es ist bis jetzt einmal immer im Endeffekt so unter dem Strich gut gewesen. Gute Entscheidung. Die Idee ist mega fest in einem kollaborativen Prozess entstanden. Noch mit weiteren Menschen, wo wir uns nachher zusammengetan haben und uns entschieden haben, wir wollen das in Form von einem Scene sammeln, weil unsere Arbeiten thematisch passen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt daran gearbeitet an einem Love Language Test. Also das war wie mein Beitrag unter anderem. Neben noch Plakate und Postkarten. Das war eine Erforschung von diesen 5 Liebessprachen, die man schon kennt. Und dann habe ich dort weiter gesucht und den ausgebaut und in einer visualisierten Form. Also ich habe wie nach einer Möglichkeit gesucht, wo man nicht nur so darüber schwätzt, sondern wo man das visualisieren kann. Und dort habe ich nachher so ein Spider-Net, das man so aus dem politischen Profil kennt, wo das nachher visualisiert wird. Und ja, es geht mir so ein bisschen, oder in dem ist es mir mega fest darum gegangen, so eine Reflexion bei sich selber auszulösen, aber nachher auch mega fest im Zusammenspiel mit den anderen Menschen. Und das Ziel von dem Ganzen war nachher eigentlich auch, ich habe das nachher wie noch performativ umgesetzt, wo man nachher in einem Zweier-Setting oder wenn es gewünscht ist, auch mit mehreren Leuten, wie mit dem Sein zu mir gekommen ist, mit dem Love Language Test. Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen in einem Support-Setting über das geschwätzt und das zusammen ausgefüllt für die jeweilige Person. Und dann hätte die Person das auch noch anschreiben, mit Namen aufhängen. Und dann hat man anhand von diesen Visualisierungen auch herausfinden, mit welcher anderen Person matche ich so. Es sind mega persönliche Beiträge, die einen Einblick geben, wie Liebe gelebt werden kann oder nicht. Und auch ja, mit unterschiedlichen Medien. Also es hat eben Playlists gegeben, es sind Gedichtbeiträge, es sind Comicbeiträge, es sind Plakate. Es war nachher noch ein externer Beitrag mit Stickers. Es war recht vielfältig und ich würde jetzt sagen, es ist nicht nur Hilfe, also irgendwie eine Hilfe oder es ist mehr einfach ein Einblick in persönliche Liebeswelten und was man nachher mit dem macht, ist einem selber überlassen. Etwas, was einem sehr fest ins Auge sticht, ist so die Farbe Rot. Das ist jetzt halt wie nicht ein Gegenstand im Material inne oder kommt wie immer wieder auf. Und die Form von einem Herz, das auch oft jetzt aufgehängt ist oder wo man immer wieder sieht. Das sind sicher
2 Sachen, die mich jetzt gerade im Moment mega interessieren. Also ich habe so die Obsession mit der Farbe Rot. Und es zieht sich irgendwie weit drüber als nur irgendwie jetzt in den Arbeiten, die da ist, sondern auch bei mir daheim. Ich bin die ganze Wohnung am Rot streichen und das Bettwäsche rot und alles muss jetzt rot sein. Und es ist so ein recht langer oder schon längerer Prozess. Etwas, wo ich mir mega gut vorstellen kann, ist so über das Thema von Liebe, weil Liebe oft in Form von einem Herz manifestiert ist. Das von dort gekommen ist, weil viele Arbeiten von mir dreht sich um das Thema Liebe. Es ist etwas, was mich immer begleitet. Es ist wie so nicht einfach, dann, ich laufe da aus dem Gebäude raus und dann ist abgeschlossen mit dem, sondern es passiert auch mega viel, wenn ich unterwegs bin. Also es hat dann nicht irgendwie einen Stopp, wenn ich in der Ferien bin, sondern ich bin überall mit meinem Handy unterwegs. Darum ist es so ein Tool, das ich mega gäbig finde, für genau so Sammlungen anzulegen. Kleider ist natürlich auch etwas, was ich mega fest merke, das einen Einfluss haben auf wie mich Leute wahrnehmen. So. Und das ist etwas extrem Anstrengendes zum Teil und für mich selber ist es etwas mega Wohltuendes. So. Also es ist etwas, das ist wie so ein Output, wo ich mega fest wertschätze, auch wenn es von außen zum Teil anstrengend sein kann. Zum einen, wie ist man gewisse Diskriminierungsformen ausgesetzt, die sehr aktiv sind, und zum anderen hat man auch Begegnungen, wo man halt immer so ein bisschen als Fremdobjekt angeschaut wird. Also es ist nachher so es kann ein faszinierender Blick sein oder es kann auch ein Kompliment sein, aber es ist wie eine Anhäufung von dem passiert. Man fühlt sich, oder ich fühle mich einmal dann schnell als ein Fremdkörper und wie auch wenn nachher mich eine Person mega lang anschaut und am Schluss noch lächelt. Es ist so, ich habe trotzdem keine Lust, dass ich jetzt die ganze Busfahrt von 5 Minuten von dir angeschaut werde. Und ich finde, Kleider sind mega politisch und das ist auch etwas, was ich in dieser Arbeit mit dem Thema von Ehe und der rechtlichen Ebene in der Schweiz anfange zu untersuchen. Wenn ich nachher in das Kleid hineingehe, hat es nochmal eine andere Bedeutung und es kann noch verbunden werden mit wie Träumen, die man zum Beispiel nicht ausleben kann oder die dann nur zum Beispiel in einem Kunstkontext existieren. So, dass ich in so ein Kleid hineinsteige und nachher funktioniert das wie. Und wenn ich das dann im echten Leben würde machen würde, hätten wir ganz andere Konfrontationen mit den Leuten. So. Ich glaube, ich sehe mega festes Potenzial in dem inne, um neue Begegnungen zu machen. Und das ist etwas, was ich da mega wertgeschätzt habe. Oder bis jetzt einmal auf meinem Weg, wo für mich und aber auch in der Arbeit wie halt immer wieder sind so die Begegnungen mit anderen Menschen, mit anderen Geschichten, die zusammenkommen, und auf das freue ich mich mega fest.